Natürlich war auch Anno 117 Pax Romana während der Gamescom 2024 präsent, wenn auch in deutlich geringerem Umfang, als sich das der ein oder andere Fan erhofft hatte. Denn nach wie vor warten wir auf echtes Ingame-Material. Trotzdem konnte man hier und da den Devs einiges an Infos entlocken, die ich euch in einer neuen Folge Anno News zusammengefasst habe. Im Jahr 117 nach Christus hat das römische Weltreich in etwa seine maximale Ausdehnung erreicht. Eine geschichtlich belegte, friedvolle Zeit, die sogenannte Pax Romana. Um den Frieden im Großreich zu wahren, entschlossen sich die Römer, den einverleibten Kulturen und Völkern ihre Bräuche, Religionen und Lebensweisen zu lassen, somit eben diese in aller Regelmäßigkeit ihre Steuern abführten. Stattdessen schaffte man Anreize, eine gewisse Romanisierung durchzuführen. Denn um eine politische oder militärische Karriere gehen zu können oder einfach relevant zu bleiben oder sich so diverse Vorteile und Verbündete zu erarbeiten, war es Pflicht, sich wie ein Römer zu kleiden und die römischen Sitten anzunehmen, was wiederum die kulturelle Veränderung von ganz alleine einleitete. Warum erwähne ich das? Da ein ähnliches System euch in Anno 117 präsentiert wird. Natürlich nicht 100% akkurat, aber das ist wohl auch nicht der Anspruch, aber immerhin nahe dran angelehnt. Wie bereits bekannt, könnt ihr euch im Spiel für zwei Wege entscheiden. Zum einen für Albion, also in der Provinz, wo die eben erwähnte Romanisierung ein zentrales Element sein wird, oder ganz anders im bereits römischen Latium, also im Herzen des Reiches. Das schauen wir uns dann aber in einem extra Video an. Als Statthalter in Albion könnt ihr also den römischen Weg durchboxen oder an den Traditionen der dortigen Bevölkerung festhalten. Je nachdem ergeben sich dann annotypisch unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen an euch, die über Essen und Kleidung hinausgehen und auch Themen wie Kultur, Traditionen und Mentalität betreffen. Eure Provinzen in Albion werden also immer mit der lokalen Kultur beginnen und dann dementsprechend von euch umgestaltet. Anders ausgedrückt, habt ihr die grundlegenden Gebäude wie Holzfäller und Co. hochgezogen, könnt ihr eure Wohnhäuser auf die zweite Stufe aufwerten. Hier werden dann aus den Wanderern, also der Stufe 1 Bevölkerung, entweder die Mercados, die ihre Häuser dann im römischen Stil renovieren, samt roter Ziegeldächer und so weiter, oder eben die lokalen Schmiede, die es etwas rustikaler bevorzugen. Diese komischen Namen der Bevölkerungsstufen können sich noch ändern und fungieren aktuell eher als Platzhalter. Ach ja, und falls ich was falsch ausgesprochen habe, sorry und so. Übrigens könnt ihr den direkten Vorgänger, also Anno 1800, bei meinem Partner Instant Gaming für ungefähr 15 € abstauben, falls ihr nicht die ganzen DLCs benötigt. Die findet ihr dort aber natürlich auch stark reduziert zum Nachkaufen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal hier massiv. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an euch, dass das so gut angenommen wird. Zurück in Albion halten wir fest, dass es natürlich kein Anno wäre, wenn es bei den Tier 2 Gebäuden bei unterschiedlichen Gebäudedächern bleiben würde. So zieht es zum Beispiel die heimische keltische Bevölkerung in Albion vor, im Einklang mit der Umwelt zu leben. Diese werden kleidungstechnisch daher Hosen von euch verlangen, die ihr wiederum aus Wolle von Schafen herstellt und danach mit Färbepflanzen einfärben könnt. Ganz anders wollen die Römer hingegen, die sich eher mit den Menschen in Griechenland und Anatolien verwandt fühlen, Togas tragen. Und diese stellt ihr dann aus Flachs her und kombiniert diese mit Schnecken, die wiederum den kostbaren Purpur produzieren. Wäre aber natürlich nicht kompliziert genug, daher kommen diese Schnecken in Albion gar nicht vor und müssen erst aus Latium via Schiff importiert werden, also quasi eure erste wichtige Handelsroute. Diese Entscheidung für den römischen oder keltischen Weg könnt ihr übrigens für jede Insel individuell treffen und so wahrscheinlich auch sinnvollerweise zweigleisig fahren. Viel später im Spiel soll es dann auch möglich sein, beide Varianten auf einer Insel zusammenlaufen zu lassen, was dann aber auch bedeutet, alle Ressourcen für beide Wege zur Verfügung stellen zu müssen. Allerdings fehlt hier noch die Erklärung, warum ihr das dann genau tun solltet. In diesem Sinne, sobald es weitere Infos gibt, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Checkt unbedingt mal meinen Partner Instant Gaming ab, spart viel Geld und unterstützt gleichzeitig diesen Kanal. Frohes Zocken und ja, bis zum nächsten Mal.